habe die Ehre, meine Lieben, es gibt Update-News. Ich dachte, das wäre jetzt sogar relativ sinnvoll, da jetzt ein Reaction-Video drauf zu machen. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, das Video. Coffee Stain Studio hat ein Update-Video gebracht zu Dingen, die in 1.0 nicht kommen. Einer im Chat hat mir schon ein paar Dinge verraten, die kommen werden und die wegfallen werden. Und ich dachte mir, das klingt interessant, da machen wir jetzt mal eine Reaction drauf. Also rein in YouTube. Ich werde mir Mühe geben, das so gut wie möglich zu übersetzen für euch, wenn wichtige Informationen bei rauskommen. Ansonsten, ich packe den Link zu dem Video natürlich unten in die Beschreibung rein. Das Video wird auch am gleichen Tag auch noch online gehen, dass ihr das auch ganz brühwarm noch miterleben könnt. Also, jetzt schauen wir mal, was uns da jetzt Tolles zu berichten hat. Many of you are probably wondering what's coming in 1.0, but today I'd rather talk about a few things that are not making it into 1.0. Getting the game to where it is today has been an arduous journey, and there are still so many things that we still want to add to the game, but we sort of need to be a bit realistic. We would be in early access for many more years before we would be anywhere near close to having everything we want in the game. If we're ever going to release a complete game, we sort of need to come to terms with the fact that we can't have everything, and we need to decide, you know, what can and can't make it into the full release, and that means making a few sacrifices. Ja, das war klar, dass sie sich natürlich Gedanken drüber machen müssen, was jetzt in 1.0 reinkommt und was nicht reinkommt. Wenn er das natürlich jetzt so sagt, ist das für mich schon gleich mal wieder dieses typische Indiz. Sie möchten eigentlich mehr machen, aber sie versuchen jetzt ganz dringend 1.0 rauszupushen, weil ihnen jetzt irgendwie wahrscheinlich auch die Leute wegrennen. Also das ist jetzt nur mein Eindruck, aber da bin ich ja sowieso einer von denen, die ein bisschen nüchterner dabei denken. Aber jetzt gucken wir mal. It's just how it is when you're developing any game. A game can only be finished when you stop working on it. I think to a large extent, this video will sort of disappoint many of you, especially since we haven't really revealed anything yet for 1.0. Ach was. Was du nicht sagst, ist doch klar, dass es ein paar Leute nicht so auf dem rechten Fuß erwischen wird. So you really don't know what you're looking forward to. But, you know, I'd rather be open about this stuff so that we can sort of paint a better picture as to what you can sort of expect to see in the full release. Or I guess in this case, not see. I do want to point out though, that in contrast to the video we made on, 6 things we're never adding to Satisfactory, it's still quite possible we're going to add some of these features to the game. Ich hoffe, dass irgendwann eine Expansion kommt mit Golf und mit Lasern. Hauptsache das Meme aus den Livestreams von ihnen bekommt dann irgendwann mal eine Würdigung, dass das auch mal abgehakt ist. Ja, Snut, genau, dich meine ich. Ja, wir wollen alle Golf und Laser haben. At some point, it just won't be in time for the 1.0 release. First thing I want to talk about is the big crab enemy you saw back in the reveal trailer. Oh, es geht jetzt darum. Das kennt man aus einem Video. Ich versuche das Video mal rauszusuchen und die Sekunde festzuhalten. Das war ein sehr früher Trailer von Satisfactory. Da gab es sehr viel, soll man sagen, ja, sehr viele Gerüchte um dieses Tierchen und sehr viel Spekulation, was das bedeuten könnte. In 2018. This is probably not going to come as a surprise to many people because Probably, vielleicht, wahrscheinlich. Das ist keine definitive Aussage. Das taugt mir schon mal wieder überhaupt nicht. As we've already said in the past that we've sort of put this enemy on ice. As development for the game has gone on, we sort of realized more and more over time that the combat aspect of Satisfactory isn't very important. And it's not something that people, keep coming back to the game for. I'm sure that adding more combat-related features to the game would make the combat better, because like right now the combat is a bit mid. But we don't mind it being that way, because it's not really the heart of the game. It's not heart of the cards. And the Ja, es ging ihnen da ja ein bisschen eher mehr darum, dass das Spiel jetzt nicht so hart auf den Kampf ausgerichtet ist, sondern mehr so auf, der Kampf, der jetzt im Spiel drin ist mehr so mit, sagt er jetzt, so mittelschwer. Ist ja tatsächlich so. Ist ja jetzt nicht die große Herausforderung mit den Viechern. Außer es kommen ein paar große grüne Spinnen daher, dann ist das natürlich schon ein bisschen lustiger. Aber
es ist natürlich jetzt nicht der Main-Content vom Spiel. The more we look into this, we find that we get a better return of investment in development when we focus on like the factory aspect of the game rather than the combat aspect of the game. And that's why, for instance, in update 6, we sort of decided that we would rather add like, variety in the forms of different types of ammo for weapons, which also added a bunch of automation challenges, rather than add combat mechanics or, more involved enemies. We have sort of improved some of these aspects over time, but I think we need to make sort of a bigger change to have like any real bearing on like the combat aspect of the game. And the crab boss is one of those things where we don't really feel like it necessarily adds too much to the game as it is, regarding of like how bombast it is. And it's a bummer that we've sort of showcased this in our marketing material only to like end up not adding it. But I also think it's a bit unreasonable to hold us accountable for something that we've only showcased for like literally 30 frames in one trailer from almost 6 years ago. A lot of things have changed since then, and we wouldn't have decided to exclude it if it weren't because we thought we would add, any other better. If we could add any, if you could add, we wouldn't have decided to exclude it if it weren't because we thought we could add, other better things to the game. The main reason why we haven't been able to add this up until now is because we would need to spend a significant amount of time to improve the AI pathing that exists. It's a Was? Wieso das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso muss jetzt hier die KI eine bessere Wegfindung haben, damit diese Krabbe da reinkommt? Hä? Big, large creature. It's a big, large creature that doesn't work with the AI system we currently have, unfortunately. So we would sort of need... Naja, okay, gut, das lasse ich gerade noch durchgehen, dass sie das nicht in das bestehende System mit integrieren können. Aber trotzdem, wenn ein Programmierer da ist, der sich mit Unreal auskennt und mit dieser Spieleentwicklung, bitte unten in den Kommentare, ist das so schwer, da eine KI zu programmieren, die für ein großes Viech neu implementiert werden kann? I don't know. Need to accommodate the AI system with that creature in mind, and we felt like the development wasn't really worth it for this. Another thing that's not making it into 1.0 is official mod support. I think if you asked us like a couple of years ago whether we would ever launch 1.0 without official mod support, I think we would. Also es gibt mit 1.0 gibt es immer noch keinen offiziellen Mod-Support. Bedeutet im Endeffekt, dass quasi keine interne Mod-Oberfläche im Spiel quasi drin ist, aber es funktioniert ja trotzdem immer noch über den Mod-Manager. Have like straight up said no, that's not happening. We've sort of built the game with modding in mind. Like that's the reason why our save system works the way it does, and a lot of other systems that we've designed them with modding in mind. But we were blown away by like how quickly people started making mods to the game, and today there's a very active modding community, and they've done amazing work. Fixit.app is a really well-made website that gives you access to like all the tools necessary to both download and develop mods. The Satisfactory mod manager is very easy to install, to disable and enable mods and such. And like I said, we have a very active modding scene, something that I don't think we anticipated when we launched Satisfactory initially. I think initially we really thought that we weren't gonna see any mods until we added a Sie haben ernsthaft am Anfang gedacht, dass sie nicht so viele Mods oder keine Mods sehen werden in dem Spiel. Ich weiß nicht. Was ist da deine Meinung dazu? Also, auch wenn ich am Anfang nicht von Mods gewusst habe, wo ich dieses Spiel angefangen habe, also so bis Update 3 oder 4 habe ich das erste Mal mit Mods angefangen. Ich habe mir davor auch schon gedacht, manche Dinge könnte man doch bestimmt anders machen. Ja. Official mod support. So the fact that like we have such an active modding scene right now is just like so amazing to us. And while we don't have official mod support, we still try to support our modding community as much as we can, and we're gonna continue doing so. Having official mod support would of course make it simpler to use mods and potentially even make mods, but it's already pretty streamlined as it is, which by the way is all because the modding community has put so much effort. Ich muss der Aussage leider ein bisschen widersprechen, auch wenn er jetzt sagt, so von wegen, dass der Modding-Support ja jetzt so toll ist und der so streamline, also jetzt mehr so in die Richtung, dass der funktioniert in die Richtung. Also
da muss ich schon mal sagen, also mit Update 7 und mit Update 8, da waren, vor allem mit Update 8, mit Unreal 5, da gingen lange viele Mods nicht. Wie gesagt, ich sehe das Ganze sehr nüchtern. Into it, which is crazy. And to my understanding, like the only thing that's kind of limiting in terms of developing mods right now is how we handle sound and music in the game. So I think that could really benefit. Until then, there are already a bunch of really good mods. We have a very active modding community, like I said, and we're super stoked about that. So while we do want to add official mod support eventually, in this case, our efforts could be put into something else that's currently missing in the game. Okay, so I think I'm going to get crucified for saying this, but yeah, one thing that's not coming in 1.0 is the ability to easily build circular foundations. Now I know this is... Wer hätte das wieder gedacht? Keine runden Plattformen, das wird nicht supported. Hallo, wir kennen ja da was. Ich verlinke da oben übrigens gleich immer das Video dazu, zu dem Thema. Kannst du reingucken, Tutorial, wie baust du Kreise. One of the most requested things from our community in terms of building in the game, but unfortunately, it's a complicated problem. At first glance, this might seem like a trivial thing to implement by just slapping, a bunch of triangular pieces together and call it a day. But that's not necessarily the case, as different people sort of want different outcomes on this topic. And in some cases, we might need to sort of redesign how our current build system functions just to be able to support fully given what people are asking for. Even if we did add separate build pieces, such as equilateral triangular build pieces or whatever, we'd still need to manage all the dependencies that all our foundation pieces and all our wall pieces and such already have at the moment. That's not to say that we can't do any of these things. It's just that when we looked at prioritizing development for the game, we always find that there are other things that don't exist in the game right now that we think are more worth working on, because people are already able to build circular platforms. Granted that they're a bit finicky and annoying to build, and they don't look perfect, and there's a bunch of Z fighting, etc., etc. But there are detailed guides out there on how to do this, and since the addition of blueprints, it's become easier to build stuff that curves and make these sort of circular foundations. So I highly recommend checking some of these tutorials out. People are already able to do really creative stuff with curves, and while it's not a smooth experience, people aren't limited by it. But there are limitations to other aspects of the game where, certain features straight up don't exist. So we could definitely improve that aspect of the game. But it always comes down to prioritization and what we work on. And, maybe we sort of dropped the ball on this decision specifically. Maybe it would have been really worth to prioritize this aspect of the game. I guess it's hard for you guys to sort of weigh in on this right now, given that you don't really know all the details for everything that's coming in 1.0 yet. So yeah, once the game is out, do tell us on the QA side if we should prioritize this. Die QA-Seite. Man erinnert sich, da waren Sachen drauf gestanden, die waren 3-4 Jahre alt und wurden nicht bearbeitet. Ist jetzt natürlich die Frage, möchte man drauf einsteigen oder möchte man nicht auf dieses einsteigen, was sie machen und was sie nicht machen? Ich denke dann nur jetzt an die Hypertube, was da nicht alles drin war und jetzt auch noch immer nicht so ganz 100% ist. Aber das heißt drum. Es ging jetzt eher mehr hauptsächlich darum, dass sie sich entscheiden mussten, beziehungsweise keinen Weg gefunden haben, dieses Bausystem so umzuändern, dass das, was von der Community gefordert worden ist oder gefordert worden wäre, dass das nicht implementiert worden hätte können. Dass du einfach Kreise oder Kurven machen kannst. Dazu gibt es aber irgendwelche Mods, ich habe mir die schon mal angeguckt, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, müsste man nachgucken. Denke im Mod-Manager nach Circles irgendwie so schauen. Das ist vielleicht eine gute Möglichkeit. Next. And on the topic of that, I also want to mention roads, because this is also something a lot of people ask about specifically. And it's sort of the same thing there. People are able to build roads in Satisfactory already with the build pieces that exist. It's finicky, it's annoying, but it's technically possible. We did prototype actually a sort of system early on where you could build roads using splines, similar to how train tracks work. But it wasn't great, if I'm gonna be honest. It was really hard to make it look good. They didn't really jive that well with the current build mechanics that we had, so we decided to get rid of it. There are also Naja, es ging jetzt da mehr darum, von wegen, dass einige Leute, also mir wäre es jetzt persönlich nie aufgefallen oder wäre irgendwie negativ aufgefallen, dass man nicht irgendwie gut Straßen bauen könnte. Klar wäre es natürlich schon einfacher, wenn du sagst, du hättest da irgendwie so ein, wie bei den Zügen halt so ein Drag and Drop, dass du an einem Punkt anfängst und dann ziehst du die Strecke einfach.
Kann man mit Plattformen genauso gut. Und naja, ich bin sowieso einer, der lieber entweder mit Hypertube rumfährt, persönlich, oder die Sachen einfach per Zug rumschifft. Fahrzeuge, da gab es ja immer noch so das neueste Tutorial von mir dazu zu dem Thema. Von wegen, es läuft besser und so. Also some optimization issues that come with all this stuff. So again, instead of tackling that problem, we instead opted to develop other features for the game that we sort of felt were missing instead of supporting this stuff better. I'm just a messenger here, so like don't shoot the messenger, okay? But just saying. Next exciting thing that's not coming in 1.0 that I want to talk about is any type of logic system to the game. We're not against this idea as we... Kein Logiksystem. Sehe ich irgendwo auch so, dass das in das Spiel nicht reinpasst. Also nicht so wie in Factorio, dass du Bedingungen stellen kannst, verschiedene Rechenoperationen machen kannst, dass dann Bedingungen erfüllt werden oder nicht erfüllt werden oder was zwischendurch passiert, sehe ich auch nicht in dem Spiel. With any of the other ideas, I think these are all great ideas. We think it could be really cool. We have, many ideas on how we could do this, and we have even prototyped some of this stuff. But we decided to not prioritize it for the game, mostly because we don't want the game to be like overly complicated with the addition of extra logic that the play would need to sort of facilitate. We didn't want to design the game where you would need to sort of include logic stuff to be able to fully play the game. So in that case, it would be sort of an optional thing. And if it's an optional thing, then the question becomes like whether it's worth spending that amount of time needed to be able to implement something like that when it's not really part of the core gameplay. I think that comes down to like a lot of this stuff. It's just basically time and effort that goes into implementing this stuff. Da hätte ich dann wiederum eine Frage an Coffee Stain. Wenn sie schon einen Prototypen von dem System haben, wieso sagen sie dann nicht, dass sie dann einen dann abstellen, der dann quasi für die Modding-Community da ist und dann sagt so, wir haben da so Coffee Stain eigene Sachen, das ist Coffee Stain approved oder irgendwie so, beziehungsweise Coffee Stain und hier vielleicht Open Source, macht's ihr mal. Ihr habt dazu Zugriff, das wäre jetzt nur meine Denke. Aber die lassen sich dann natürlich in die Programmierung da nicht reingucken. And it's always a question of like prioritization for us. And this is a feature that we think could... Fände ich aber trotzdem cool. Ganz ehrlich, ich fände das trotzdem cool, wenn sie Coffee Stain da auch an der Modding-Community mitbeteiligen würde. Wenn sie schon sowas haben, warum? Naja. Would be really cool for Satisfactory, and there are elements in the game where even like minor logic would really benefit greatly from the existing gameplay, but don't expect anything like that for 1.0, unfortunately. And the last thing I want to talk about is that there are currently some parts in the game that are going to be removed. You already know of one, which is beacons. Das haben sie schon in Update 6 angekündigt gehabt, dass die Signalisatoren, dass die wegfallen. Darum habe ich auch so lange gewartet, da ein Video zu machen für Atomenergie. Bitte bei dem Herrn bedanken. Oder beziehungsweise bei der Firma. The reason why we're removing beacons is because we've since updated how the map works with the addition of map markers, which you can more easily like place down on the map instead of having to like physically go and place them in the world. And now, sadly, there are two more casualties, which are flowers and color cartridges. Oh, das ist aber jetzt schade. Blumen und Farbpatronen fallen weg. Ich hörte auch schon im Chat, manche benutzen ja die Farbpatronen für ihre LKWs. Ich weiß nicht, wie zuverlässig das läuft, aber es muss irgendwie laufen. Rest in peace. The reason for this is because we want to remove cost for customization. Originally, you needed to use color cartridges to be able to paint walls and stuff like that. We found that very tedious, so we opted to remove that for coloring walls when we removed. Ja, ich sehe mich da noch in, was war das, Update 2, Update 3, wo es die Farbpistole gab und dann die Farbschüsse dann in Richtung der Wände machen. Dann hast du dann so einen Streifen drin, dann hast du mal hier wieder nicht, da ist dann wieder weiß, da ist wieder was anderes. Hui, das war, ja, also ich kann mir das auf heutiger Skala nicht mehr vorstellen, dass man sowas überhaupt an sowas noch denken würde. Aber das fällt ja jetzt zum Glück komplett auch noch ganz weg. The color gun. And so far we sort of kept that cost for Ach ja, und übrigens die Color Gun, also die Farbpistole, die war ganz kurz in einem Update drin gewesen. Vielleicht hat es der eine oder andere gesehen. Ich habe es mitgekriegt.
weil ich mir gedacht habe, was? Hat einer im Chat gesagt, bei Twitch, so von wegen, die Farbpistole ist wieder drin? Das gibt's doch nicht. Gucke ich natürlich, Farbpistole. Warum, weshalb? Ich habe da gleich mal natürlich wieder zum Sinnieren angefangen und dann, wozu werden wir jetzt wohl wahrscheinlich wieder eine Farbpistole brauchen? War aber dann nach ein paar Tagen wieder raus. Patterns that you could paint on foundations, but even in the case for these, we feel like it's still a bit unnecessary. Naja, ich finde es auch ein bisschen was das angeht, mit Fundamenten bemalen und die Zeichen drauf machen. Ich find's ehrlich gesagt unnötig teuer, was die Coupons angeht. We originally had plans to make it so you could like automate color cartridges, because like running around for 30 hours collecting flowers just so you could paint your factories felt a bit annoying and, you know, unnecessary. But after working a bit on the recipes during the rebalance pass that we're currently doing for 1.0, we felt like having to automate stuff to just like customize patterns doesn't really add that much to the game. So we decided to just completely remove those and make all customization completely free. Speaking of rebalancing, by the way, if you didn't know, we're currently working on rebalancing many of the recipes in the game. The rebalance will be mostly focused on the end game, so don't worry too much. Das das hat er schon in dieser Woche im Livestream schon gesagt, es wird eine Veränderung von ziemlich vielen Rezepten geben. Hauptsächlich heißt auch welche am Anfang wahrscheinlich. Aber man kennt ja Coffee Stain mit ihren Aussagen. Endgame-Sachen werden halt gerebalanced. Much about like the early and mid sections of the game. Those recipes. Okay, die mittleren Sektionen natürlich auch. Also alles. Aber hauptsächlich die Endsachen. These haven't changed too much, if any at all, as far as I know. But we are making general tweaks to like the game overall, and that includes pretty much all the recipes, checking them out and seeing if they make sense, I guess. We thought it was best to sort of do this at the end. Ich hoffe, es kommen mehr Schrauben raus. Production rather than like having to do it over and over multiple updates, because it's kind of disruptive when like after each update you would have to sort of make changes to your production lines and your factory. So that's what we're working on right now. I think I've mentioned this on stream a couple of times that we were planning to do a rebalance pass like this, and now we're doing it. So yeah, we're doing it in one big swoop. Wie lange hat es dann gedauert von der Beacon-Ankündigung Update 6? Ich weiß es gar nicht mehr, wann Update 6 war. Also wo der Wechsel auf Update 7 war. Ich weiß es nicht. Kannst du dir selber ausrechnen, beziehungsweise die Timeline angucken, wenn Update 7 draußen ist, dann ein halbes Jahr ungefähr davor, ich glaube, das war ein halbes Jahr davor, war diese Ankündigung von wegen, dass die Beacons nicht mehr da sind, also die Signalisatoren. Kannst du bis jetzt ungefähr durchrechnen, wie lange das jetzt, diese Ankündigung, diese Spekulation gedauert hat vom Coffee Stain? Now at the end, and hopefully it won't affect too much. And even the people that it does affect, I think a lot of people are still gonna like restart the game from scratch anyways when 1.0 comes out. So maybe it's... Ist natürlich auch eine nette Geste. Sie vermuten, dass sowieso alle dann wieder bei 1.0 wieder von vorne anfangen. Hast du eine Karte? Ich denke da nur an einen anderen, der da, wie viel? 2.500, 3.000 Stunden in seiner Map drin ist. Der wird sich freuen. It's not a big deal anyways. This is still somewhat of an ongoing process, so I can't really talk too much about it now, but I can unveil the changes that we've made to the alt recipe that included beacons. So remember how back in update whatever, when we said we were going to remove beacons and said they were deprecated, we still kept them in the game because there was an alt recipe that still used them, and we didn't want to disrupt that production line. But now that we're doing rebalancing, we actually know what that recipe looks like. So let's talk about that. So the new ingredients for the uranium fuel unit are 100. Oh, jetzt kommt endlich mal die Lüftung, was jetzt tatsächlich in diesem Alternativrezept drin ist. Jetzt bin ich gespannt. Case uranium cells, 10 electromagnetic control rods, 3 crystal oscillators, and 10 rotors. So that means essentially that... Moment. Also viel hat sich tatsächlich nicht geändert. Nur die 10 Rotoren dazu. Nochmal gerade nachgeguckt. Instead of beacons in that recipes, we've replaced it now with rotors. So now you know. So there you have it. These are some of the things that I know people have been sort of asking for that we can confirm right now are unfortunately not coming in 1.0. But maybe later, we'll see. Like I said, these are good ideas. We like these ideas. It's just that we weren't able to make them come to fruition in 1.0. As I said, I'm sure this video is very disappointing for many people, but
Naja, nicht wirklich disappointing. Ja, nein. Ich bin ja schon auf so einiges vorbereitet. I'd rather be upfront about this stuff so you don't wait and expect to see something that's not coming. There are many cool new things coming in 1.0 that I hope will make up for the exclusion of these things. And, there are many more features that are not coming. I'm not listing everything because that would be impossible. I just felt like listing these things at least are things that I've seen people talk about recently, where I think a lot of people are sort of looking forward to them. And I just want to... Da hat er richtig geraten. Das mit dem Uranrezept, das ist mir schon lange schwer im Magen gelegen. Set the record straight, I guess. I feel like I can't really leave it off at this though. I feel like this video might be too much of a bummer if it would just be me listing features that a lot of people are really looking forward to but won't be seeing in 1.0. So I'm gonna give you all a tiny little sneak peek on a little change we've made to the game. It isn't much, but I hope you'll like it. So, ich bin ja mal gespannt, was es da jetzt für eine kleine Vorschau gibt, was sich ändert, was dazukommt. Automatisch befüllbare Biomassegeneratoren. Woher werden sie sich das wohl abgeguckt haben? Refined Power, danke. Aber dann wäre zumindest der Anfang, was das angeht, das Early Game, wesentlich einfacher. Da musst du dich jetzt nicht mehr drum kümmern und an alles einzeln reintun. Das stört dann gar nicht mehr. Also, das war's jetzt. Da kam jetzt nichts nochmal hinterher. Ich finde diese Neuerung, zumindest die eine, die er uns gezeigt hat, dass die Biomassegeneratoren jetzt endlich automatisch befüllbar sind. Kriegt einen Daumen hoch von mir. Wie findest du das? Unten in die Kommentare rein, ganz dringend. Ich muss jetzt erst einmal die ganze Sache hier ein bisschen verdauen. Da muss ich mir noch mal eingehen, meine Gedanken machen. Gerne dazu natürlich morgen bei Twitch vorbeigucken, da werden wir da auf jeden Fall drüber reden. Das Video wird heute noch online gehen am Freitag. In diesem Sinne nicht vergessen, ich bin der Chaos, da bin der Daumen, bleibt effektiv und wir sehen uns dann im nächsten Video, im nächsten Update, was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ciao.